Hallo und herzlich willkommen zu einer Review von Ostersachen sozusagen fürs Diamond Painting. Und zwar habe ich hier den Osterkranz, der mit einer Lichterkette kam. Und kann man, hier oben sind so Löcher und hier an der Seite auch, kann man noch eine Kette durchmachen und dann an die Tür hängen zum Beispiel oder ans Fenster hängen oder so. Und da wollte ich mal erzählen, wie so meine Erfahrung mit diesem guten Stück ist. Also ich finde das Motiv fantastisch, gefällt mir sehr gut. Strasssteine, blitzen, glitzen und wir haben hier auch Sondersteine, also sie sind wirklich wunderschön. Ich mag das Motiv sehr, würde ich tatsächlich auch jederzeit wieder kaufen. Ich habe das aus dem Tini Schnick-Schnack Shop hier in Deutschland. Was mir, genau, jetzt kommt das große Aber, was mir nicht gefiel. Und das waren ein paar mehr Dinge. Und zwar die Folie, wie man hier schon ein bisschen sehen kann. Die Folie ist, ich dachte eigentlich okay, aber sie reißt total schnell ein. So, das war das eine. Und was mir überhaupt nicht gefiel und wo ich dann tatsächlich auch Schwierigkeiten hatte beim Painten, ist nämlich, man sieht das hier auch schön, wenn ich hier die Folie abziehe, und zwar hier an den Stellen, wo man nicht paintet, es klebt. Das heißt, auch die freien Stellen haben Klebefolie. Und man hört das auch noch. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Zumal kann ich es halt nicht offen liegen lassen, bevor ich es versiegelt habe. Ich wollte halt die andere Deko, da kommen wir gleich zu, auch noch fertig haben, bevor ich das, und dann wollte ich das alles in einem Rutsch versiegeln. Deswegen muss das halt noch ein bisschen liegen bleiben. Und damit hier dann natürlich auf der leeren Fläche, ja, hier, kein Staub drauf kommt, ne, und kleben bleibt, weil dann haben wir ja Dreck drauf und das sieht ja dann erst recht nicht mehr schön aus. Muss ich halt wieder die Folie drauf machen. Und das gefiel mir gar nicht. Und hier auch die Augen kleben. Ja, nicht schön. Also das war ein bisschen blöd. Was auch blöd war, ist tatsächlich, ich drehe das Ganze mal eben hier um. Also diese Zahlenfolie ist quasi von hinten drauf geklebt. Und dann kommt die Plastikplatte sozusagen, genau, und dann kam die Klebefolie. Das, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich durch die Klebefolie dann. Wenn mir manchmal ein Stein runtergefallen ist auf die Zahl, hier sehe ich jetzt gerade, da habe ich eine 1 vergessen, ist ja spannend, müssen wir gleich nochmal nachpainten. Ja, hier habe ich gerade gesehen. Ja, man findet immer wieder was, ne? Man guckt 5-mal drüber, geht euch das auch so? Man guckt 5-mal drüber und denkt, man hat alles. Und jetzt, nach einer Woche, wo ich das liegen habe, sehe ich jetzt, wo ich es nochmal genauer angucke, dass ich hier eine 1 vergessen habe. Das müssen wir ja gleich nochmal nachpainten sozusagen. Machen wir gleich. Genau, wenn mir also Steine runtergefallen sind auf die freie Klebefläche und ich wollte die aufheben, okay, das ging ja dann mit Pinzette oder so oder auch mit dem Finger, kein Problem. Aber wenn die dann so komisch gekommen sind und ich habe die hin und her geschoben, dann konnte ich zum Teil durch diese Klebefolie, die hier oben drauf war, wenn man die so schiebt, dann wird die so milchig und konnte ich dann die Zahl darunter schlecht mehr erkennen. Also das war ein bisschen komisch. Ja, ansonsten Farbunterschiede, hier auch die Farbabhebung finde ich sehr schön, auch hier in der Osterglocke. Also das gefällt mir richtig gut. Das waren auch 3 Farben. Oder hier bei der Tulpe sind es auch 3 Farben, 3 unterschiedliche Rosatöne. Gefällt mir richtig gut. Die Blüten kommen sehr gut raus. Hier unten der Schmetterling auch nochmal. Also das gefällt mir richtig gut. Die Sondersteine passen sehr schön. Alles in allem, ja, ne?
Auch hier sieht man auch nochmal, dass der Kleber wirklich bis zum Rand geht. Also so wie die Form von der Acrylplatte ist, so weit geht auch die Klebefolie. Das heißt, eigentlich bleibt einem sowieso nichts anderes übrig, als auf jeden Fall nochmal zu versiegeln. Ja, damit das hier auch an den Seiten nicht mehr klebt. Sonst kann man es ja auch gar nicht wegpacken, ne, fürs nächste Jahr. So, das war meine Review. Und jetzt kommen wir nochmal, jetzt mache ich natürlich hier eigentlich nochmal schnell die Folie drauf. Zumindest hier auf die Klebestelle, damit mir da kein Staub hinkommt. So, und dann habe ich auch bei der Tini Schnickschnack mir diese Hasen bestellt. Das sind diese Schlüsselanhänger. Hat vielleicht auch der ein oder andere schon gesehen. Ostern ist ja schon bald. Ich bin eigentlich schon wieder fast zu spät dran. So, hier habe ich schon mal einen fertigen. Ich finde die auch zu goldig. Haben auch richtig viele Farben. Insgesamt für diese, das sind 1, 2, gucken wir mal. Und einen hat meine kleine Tochter, die 3,5-Jährige, noch drüben. Das macht sie fertig. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 insgesamt sind das eigentlich, 6 Hasen. Wie gesagt, der eine ist bei meiner Tochter drin. Den habe ich schon fertig gepainted. Die sind auch beidseitig. Finde ich sehr, sehr schön und niedlich. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Klebefolie komischerweise nicht überall ist. Obwohl man hier auch Leerflächen hat. Aber da klebt es nicht. Auch hier am Rand. Ja, klebt es nicht. Also von der Klebefolie technisch gefallen mir die Schlüsselanhänger tatsächlich besser als der große Osterkranz. Und obwohl das auch beidseitig ist, wie gesagt, hier die Augen, die kleben auch nicht. Ganz große Klasse, also theoretisch könnte man das so schon benutzen. Und hier oben ist ein Loch. So, wenn ich dann mal hier durchkomme. Warum passt das jetzt nicht? Vorführeffekt. So. Genau. So. Jetzt habe ich natürlich den Karabiner vergessen. So, dann nehmen wir den nochmal dazu. Hier ist auch ganz einfach rein die Kugel. Und dann kann man auch verkürzen. So. Und dann haben wir einen tollen Schlüsselanhänger. Finde ich richtig goldig. Werden wir für die Kita, für die Erzieher zu Ostern verschenken. Und ja, wie gesagt, theoretisch könnte man es so schon benutzen. Ich werde sie trotzdem mit versiegeln, damit die Gefahr nicht besteht, dass die abfallen, die Steinchen, wenn man sie jetzt zum Beispiel in die Handtasche steckt oder so. Oder irgendwo dran baumeln lässt. Ja, und ich habe ja dieses Video auch benannt nach einem Paint With. Das bedeutet, wir painten jetzt einfach mal hier so eine Seite von einem Hasen zusammen. Welchen nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Und dann kann ich da ja nochmal, dann kann ich euch noch ein bisschen näher ranholen. So, ne? So, dann fangen wir mal an. Und zwar ist hier so eine große Klebefolie drauf, die auch sehr schön abgeht, ohne dass sie reißt. Die Folie ist total anders als die von dem Osterkranz. Und ich mache jetzt nur hier so ein Teil. Fangen wir mal hier mit den Ohren an. Es gibt übrigens für diese 6 Osterhasen Schlüsselanhänger gibt es insgesamt hier 17 Farben tatsächlich. Was ja auch schon mal eine ganze Menge ist, finde ich, für 6 Osterhasen.
So, und wir fangen hier an mit der 2. Das ist so ein Grauton. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu sehr. Und ihr könnt das alles gut erkennen. Ich habe hier einen meiner Lieblingsstifte. Mal gucken, ob die Spitze unten... Ich habe das nämlich bei ein paar Stiften gehabt, dass die Spitze sich nach drinnen knickt. So, jetzt ist die Folie hier wieder zurück. Ich dachte, warum hält das nicht? So. Okay, ich nehme die Folie ganz ab, weil das jetzt nicht hält. So. Dann legen wir mal los. Paintet ihr denn auch so eine für Ostern so Osterdeko oder Teilbilder oder so eine Osteraussteller? Also ich finde das ja total süß. Normalerweise bin ich nicht so für diese kitschigen Sachen tatsächlich, aber irgendwie finde ich es dann doch ganz niedlich. Wie gesagt, zum Verschenken finde ich es eine tolle Sache. Ursprünglich hatte ich mal gedacht, dass die Kinder, wenn meine große Tochter, die ist jetzt 13, wenn die irgendwie sich mit ihren Freundinnen trifft oder so, dass die vielleicht auch was für Ostern vorbereiten möchten. Manchmal painten die auch. Dieses Jahr hatten sie keine Lust dazu, haben sie lieber andere Sachen gemacht. Und ja, also mache ich das dann jetzt, damit es nicht ein Jahr in der Schublade rumliegt. Und werden es dann verschenken. Den Osterkranz, den hat sich meine Tochter eigentlich gewünscht. Das will sie in ihr Bett hängen für abends, wenn sie dann ins Bett geht. Also die Kleine. Ich hab zwei Mädchen und einen Jungen. Die Kleine hatte sich das eigentlich gewünscht für ihr Bett. Ich muss mal gucken, weil da gibt es dann noch eine Lichterkette dabei und wenn wir die dann abends, wenn sie dann quasi ins Bett geht, dann so leuchtet, ist das natürlich auch eine sehr schöne Sache für sie. Und sie freut sich ein Ast, ne? Das ist ja Bling Bling, Ostern. Das ist ja eine schöne Sache. Ich habe ja eigentlich noch andere Hobbys, so wie Stricken und Häkeln. Aber im Moment ist das Diamond Painting. Mag ich das lieber. Kennt ihr vielleicht auch? Habt ihr auch manchmal so eine Phasen, da habt ihr das eine Hobby lieber als das andere? So, der Hase nimmt schon Form an. Wie ihr seht, geht das auch relativ schnell. So ein Zwischendurch-Projekt. Das ist eine sehr schöne Sache. So, dann sind wir da oben mit der 2 schon fertig. Können wir hier unten weitermachen. Den Fuß, würde ich sagen, ist das. Woran paintet ihr denn gerade, falls ihr paintet oder häkelt oder strickt ihr? Habt ihr welches Projekt habt ihr gerade? Wie gesagt, es lässt sich auch total angenehm legen hier. Also die Klebekraft ist super. Man braucht überhaupt nicht doll aufdrücken.
Hält total super. Heute ist so ein Tag, da scheint mal die Sonne, mal es ist stockduster draußen, da muss man schon wieder Licht anmachen. Jetzt scheint die Sonne wieder. Mal gucken, ob die Sonne nachher, wenn ich fertig bin mit dem Video drehen, auch noch da ist, ob man dann nochmal rausgehen kann. Oder ob das dann so ist, wenn man dann mit allem fertig ist, Haushalt, Kinder, Essen, Kochen etc., dass dann die Sonne schon wieder verschwunden ist und wir, genau, also dass es sich dann nicht mehr lohnt rauszugehen, weil die Sonne schon wieder weg ist. Um die Sonne zu genießen. Man kann natürlich immer rausgehen, aber ich meine jetzt, um die Sonne zu genießen. So, da sind wir mit der 2 schon fertig. Dann nehmen wir doch gleich die 3. Das ist ein Gelb, würde ich sagen. Dunkles Gelb. Das ist ein bisschen viel. So, legen wir hier nochmal bei den Wangen die Nummer 3. Was kann ich denn noch erzählen? Ist gar nicht drauf gekommen. Ostern. Thema Ostern. Seid ihr eher die Osterschmücker in der Wohnung oder nur gucken, wie es andere machen? Oder habt ihr gar nichts mit Ostern am Hut? Versteckt ihr Ostereier? Oder verschenkt ihr auch Sachen zu Ostern? Oder eher nicht? Dadurch, dass ich Kinder habe, ist mal mehr Osterdeko, mal weniger Osterdeko. Die machen ja dann auch in der Kita viel mit Ostern. Können wir gleich hier die Nummer 4 nehmen. Das ist so ein Hellgelb. Das ist hier, ne, in dem Ei ist es verteilt und hier einmal. Was könnte das hier an der Seite sein eigentlich? Ach, könnte ein Gänseblümchen oder sowas sein, ne? Vielleicht. So. Die 4 hier verteilt. Also es ist jetzt Zufall, dass ich jetzt hier also von der kleinsten Zahl zur großen Zahl gehe. Das ist jetzt eher Zufall, das mache ich eigentlich nicht wirklich. So, hier haben wir auch die 1, die habe ich noch gar nicht gemacht. So, 4 haben wir jetzt. Achso, dann nehmen wir, wenn wir das hier gerade hatten, dann nehmen wir die 1 nochmal dazu.
Ich habe tatsächlich diese Osterschlüsselanhänger, habe ich tatsächlich auch bei One Day Saving gesehen und habe sie mir auch bestellt. Sie sind auch angekommen und da werde ich dann auch nochmal im Direktvergleich gehen. Entschuldigung. Im Direktvergleich gehen, ob die sich überhaupt unterscheiden, die zwei Osterhasen-Packs, oder ob das eigentlich die gleichen sind, weil letztendlich, denke ich, wird Tini Schnickschnack ihre Utensilien ja auch überwiegend aus China beziehen. So 9. Da auf One Day Saving habe ich das allerdings auch erst viel später gesehen als bei Tini Schnickschnack. Und ich hatte auch gezögert, ob ich überhaupt in China bestelle oder nicht. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht, in China bestellt? So, jetzt im Nachhinein werde ich das wohl noch öfter machen. Weil teilweise ist das ja schon günstiger. Aber man muss auch, es gibt auch ein Aber. Man kann Teile dann nicht wieder zurückschicken, ne? Also das ist natürlich, darüber muss man sich dann vorher im Klaren sein. Dass, wenn man dann vom Kaufvertrag zurücktreten möchte oder so, dass das dann da nicht so ohne weiteres möglich ist. Aber dafür spart man natürlich die ein oder andere Mark. Das muss dann jeder selber entscheiden. So, im Hintergrund, meine Tochter beschäftigt meinen Mann, die Kleinste. Die neuen gehabt, ja, genau. So, mal gucken, wie weit ich jetzt komme hier, ob ich das jetzt in 1 durchpainten kann oder wieder Pause machen muss. Schauen wir einfach mal. So, jetzt kommt hier so ein schönes Rot. Quasi hier in die Eier rein. Oder in das Riesenei, ne? Das ist ja eigentlich nur ein Ei. Nee, das war total falsch. Painten und quatschen. So viel dazu. Painten und quatschen. Jetzt kriege ich das hier gar nicht mit der Hand mehr ab. Ich habe hier die 8 genommen, ne? Ja, Gott sei Dank habe ich einen Deckel auf. Wie macht ihr das eigentlich? Ich habe hier habe ich den Deckel aufgelassen, sodass ich dann noch weiß, welche Nummer ich hier habe. Wie macht ihr das? Weil ich werde immer irgendwie hier so leicht abgelenkt von den Kindern oder so und dann vergesse ich, was ich gemacht habe. Hier habe ich Gott sei Dank gemerkt, dass ich auf die falsche Zahl gelegt habe. Ups. So. Falls ihr diese 6 Bunnies hier, Hasenbande heißt sie, glaube ich, bei Tini Schnickschnack, haben möchtet. Ich gucke nochmal, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt leider vorher gar nicht geguckt, ob es die noch gibt bei Tini Schnickschnack. Ich glaube, so ein paar Reststücke hat sie noch. Ich verlinke euch das auf jeden Fall, wenn es den noch gibt. Ansonsten gibt es auch Fokus. Gibt es auch andere Osterdeko noch bei ihr. Sie hat auch so eine Oster-Mystery-Box. Da habe ich ja auch überhaupt nicht geschnallt. Weil ich hatte jetzt hier so viel bestellt. Da wäre es günstiger für mich gewesen, eigentlich diese Mystery-Osterbox zu bestellen. Dann hätte ich auch alle diese Sachen gehabt, nur halt billiger. Aber da, ja, das kommt dann, wenn man schnell bestellt, ohne mal ein bisschen länger auf der Website zu gucken. So, jetzt habe ich die Nummer 13. Achtung, 13. Ist hier einer schon weg? Kurz konzentrieren. 13, das ist halt da, wo ich die eben falsch hingesetzt hatte. So, von der Schräge sehen die beiden Töne tatsächlich gleich aus, finde ich jetzt. Ja, eine Nuance anders, ne? Das eine ist mehr rot, das andere ist mehr, sehr spannend, mehr rosa. Das hier ist mehr rot.
würde ich sagen. So, 14 haben wir auch. Oh, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Seht ihr das hier? Die 14 und die 12. Die haben irgendwie beide den gleichen Ton, so wie das aussieht. Werden sie ja wahrscheinlich nicht haben, sonst hätten sie nicht zwei Zahlen, ne? Zwei verschiedene Nummern. Aber jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder falsch painte. Man sollte ja meinen, bei diesem kleinen Zwischenstück, dass man das hinbekommt, ne? Ja, Multitasking ist manchmal nur bedingt möglich. So, jetzt haben wir hier schon das halbe Osterei fertig. Gleich kommen wir zum Rasen. Mal gucken, ob wir dieses Jahr Ostereier draußen verstecken können oder ob es so klitschnass ist vom Regen. Oder sogar Schnee. Ich glaube, die haben für Montag Schnee angesagt, oder? Also wir haben heute Sonntag den, was haben wir denn heute? 26. glaube ich. 26. März. So, 14 und 14. So. Jetzt haben wir jetzt kommt die 12. Eine das Körbchen, eine daneben. Die 12. Das ist ein dunkelblau. Schönes, buntes Osterei. So, jetzt kommen wir noch zum Rasen und dann sind wir auch schon gleich fertig. Das ist die 10 und die 11. Die 10. Hat fast die gleiche Farbe wie das Schiffchen. Jetzt mache ich das hier mal so ein bisschen schief. Habe ich jetzt die 10 genommen, ne? Genau, die 10. Genau. Nächste Woche gehen wieder die Elternabende los. In der Schule. Und dann komme ich auch weniger zum Painten. Wo ist er hin? Da ist er hin. Wo ist er? Da ist er. Manchmal entwickeln die Steinchen ein Eigenleben. Genau. So, die Kinder in der Kita, die haben da auch schon fleißig gebastelt. Ach ja, genau, so ein Osterbasteln haben wir in der Kita jetzt diese Woche auch noch. Osterbasteln mit den Eltern. Und da muss ich ja dann auch noch hin, genau. Freut sich meine Tochter schon riesig, dass wir zusammen dann auch in der Kita basteln. Die machen jetzt auch, die malen Eier an
Und allerdings sind das so mehr so Plastikeier. Keine echten Eier. Also wir sollten dieses Jahr, komischerweise, hat wohl irgendwie was mit Hygiene oder irgendwas zu tun. Sonst mussten wir immer Ostereier, also hier Hühnereier auspusten, ne, und dann leere mitbringen. Dieses Jahr machen die das gar nicht, weil es wohl neue Hygienevorschriften gibt oder so, dass sie keine dieser Eier mehr benutzen dürfen. So. Hier noch eine 10. Wo haben wir sie noch? Es ist gerade ein bisschen dunkel hier bei mir geworden. Sonne ist schon wieder weggegangen. Genau, und da ist dann ja, Osterbasteln angesagt. So, jetzt haben wir nur noch die 11 und dann sind wir da schon auf der einen Seite schon fertig. So, das sind dann jetzt hier die Grashalme. Das Dunkelgrün zieht sich einmal hier so durch. So. Was haben wir hier noch? Da ein. Und den letzten. So, dann haben wir die erste Seite fertig. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Konnte ich jetzt leider nicht sehen, weil ich öfter mal unterbrechen musste, wegen der Kleinen. Auf jeden Fall haben wir die eine Seite fertig und jetzt kommt dann die zweite dran. Die mache ich dann aber später, weil ich jetzt erstmal Essen kochen muss. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zu painten. Hier haben wir noch die anderen Hasen. Und wie gesagt, der eine, der schon fertig ist. Und den Kranz natürlich. Und den Kranz. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ich wünsche euch, falls ihr das Video erst ein bisschen später seht, schon mal frohe Ostern. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.